Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Tutorial. Mein Name ist Hendrik Balani und ich zeige Ihnen heute den Transferdatensatz der Drehmaschinensteuerung. Mit diesem Datensatz können Sie ganz einfach Bauteile, zum Beispiel von der Haupt- auf die Gegenspindel übergeben. Wie Sie das programmieren können und welche Möglichkeiten Sie sonst noch so haben, zeige ich Ihnen wie immer direkt an der Konsole. Den Transferdatensatz können Sie an unseren TMX MYS Maschinen mit Gegenspindel dazu nutzen, ein Bauteil von einer Spindel an die andere zu übergeben. Wahlweise können Sie hier das ganze Bauteil übergeben oder zunächst mit der nicht genutzten Spindel das Bauteil greifen und im Anschluss einen Abstechdatensatz programmieren. Den Transferdatensatz können Sie einfach über den Softkey F3 Werkstück Programmierung unter dem Softkey F5 Transfer definieren. Generell besteht der Transferdatensatz aus zwei verschiedenen Stufen. Die Stufe 1 definiert den Prozess, in dem die Spindeln zunächst synchronisiert werden und anschließend, wie in unserem Beispiel das Gegenspindelfutter, über das Bauteil fährt und das Bauteil greift. Jetzt kann wahlweise ein Abstechdatensatz programmiert werden, um das Bauteil zu übergeben. Die Stufe 2 definiert den Prozess, in dem nach dem Greifen die Hauptspindel geöffnet wird und das Bauteil aus der Hauptspindel rausgezogen wird. Anschließend kann die zweite Seite durch einfache Drehdatensätze bearbeitet werden. Wir starten mit einem einstufigen Prozess. Der Transferprozess Stufe 1 dient dazu, das Bauteil zunächst zu greifen. Hierfür werden im ersten Schritt die Spindeln synchronisiert. Der Parameter Geschwindigkeit ändern definiert, ob Sie die Drehzahl der Spindel, in unserem Fall der Hauptspindel, ändern möchten. Sie können entscheiden, ob die Drehzahl im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn eingestellt werden soll, und anschließend können Sie eine gewünschte Drehzahl definieren. Im synchronisierten Modus können die Drehzahl der Hauptspindel und der Gegenspindel nicht schneller als 1500 Umdrehungen eingestellt werden. Der Spindelversatz definiert, ob der Winkel der Hauptspindel auf die Gegenspindel übergeben werden soll. Bedeutet also, dass eine bestimmte Bohrung, die bei 0 Grad gefertigt wird, auch bei der Gegenspindel auf 0 Grad sein soll oder in unserem Beispiel auf 45 Grad verdreht wird. Nachdem die Spindeln synchronisiert sind, wird das Gegenspindelfutter geöffnet. Hier können Sie eine kleine Pause als Verweilzeit programmieren. Im dritten Schritt wird die W-Achse, also unsere Gegenspindel, im Eilgang vor das Bauteil positioniert. Die gewünschte Position können Sie zunächst im Handbetrieb anfahren und anschließend über den Softkey F7 Position speichern in das Dialogfeld Teachen. Selbstverständlich können Sie diese Position auch von Hand eingeben. Anschließend erfolgt eine Vorschubbewegung auf die Abgreifposition. Auch diese Position kann wieder wahlweise im Handbetrieb angefahren werden oder manuell programmiert werden. Der Vorschub ist frei wählbar, in unserem Beispiel 1000 mm pro Minute. Nachdem die Abgreifposition erreicht wurde, wird die Gegenspindel geschlossen und auch hier können Sie wieder eine Pause definieren. Nun haben Sie Ihr Bauteil gegriffen. Wenn Sie das Bauteil übergeben möchten, arbeiten wir nun mit der Stufe 2. In unserem Beispiel möchten wir nun aber einen Abstechdatensatz programmieren, der das Bauteil abtrennt und das Bauteil somit nur noch in der Gegenspindel gespannt ist. Nachdem der Abstechdatensatz unser Bauteil getrennt hat, können wir nun über den Softkey F1 Positionieren eine Positionierbewegung der W-Achse programmieren. Wir wählen nur die W-Achse bewegen aus und können wahlweise im Werkstückkoordinatensystem oder Maschinenkoordinatensystem eine W-Positionierung programmieren, in unserem Beispiel 800. Nach dem Positionierdatensatz drehen die Haupt- und die Gegenspindel allerdings immer noch synchronisiert
Um diese Synchronisation zu löschen, können Sie über den Softkey F4 Verschiedenes und den Softkey F3 M-Funktionen den M205 programmieren. Dieser Datensatz löscht Ihre Spindelsynchronisation und beide Spindeln können wieder frei drehen. Der nächste Datensatz sollte dann ein Werkstück einrichten ändern sein, damit Sie Ihren neuen Nullpunkt aktivieren. Hier sehen Sie nun ein Beispielprogramm. Der erste Datensatz ist ein Positionieren des Revolvers auf die Werkzeugwechselposition, gefolgt von zunächst einer Planbewegung, dann einer Längsrunddrehbewegung und einem Schlichtdatensatz. Der nächste Datensatz ist dann unser Transferdatensatz. Dieser greift mit der Gegenspindel unser in der Hauptspindel eingespanntes Bauteil. Nun kommt ein Abstechdatensatz, der das Bauteil abtrennt, gefolgt von einer Positionierbewegung, dem Spindelsynchronisation löschen Datensatz und einem Werkstück einrichten ändern, der nun den zweiten Nullpunkt aktiviert. Im Anschluss kommen wieder diverse Drehbewegungen nun auf der Gegenspindel. Um im Transferdatensatz eine Übergabe des Bauteils zu programmieren, können wir diesen Datensatz um die Stufe 2 ergänzen. Selbstverständlich muss hierfür auch die Stufe 1 programmiert werden. Als sechsten Schritt im Transferdatensatz können Sie dann entscheiden, dass das Hauptspindelfutter geöffnet werden soll. Und auch hier gibt es wieder eine kurze Pause als Verweilzeit, die Sie wahlweise eintragen können. In unserem Beispiel nutzen wir eine Pause von 1 Sekunde. Nachdem das Bauteil nun lediglich noch in der Gegenspindel gespannt ist, erfolgt eine Positionierung der W-Achse, also der Gegenspindel. In unserem Beispiel auf die Position 800. Diese Bewegung kann wahlweise im Eilgang oder im Vorschub durchgeführt werden. Wenn Sie den Softkey auf Nein einstellen, können Sie im nächsten Eingabefeld Ihren gewünschten Auszugsvorschub eintragen. Über Ja wird eine Eilgangbewegung ausgeführt. Anschließend wird das Hauptspindelfutter wieder geschlossen, um unsere Ausgangsstellung wiederherzustellen. Dies können Sie wahlweise aktivieren oder auch deaktivieren. Dann verbleibt die Hauptspindel im geöffneten Zustand. Seit der Softwareversion 09, 02, 181, 122 können Sie dann abschließend entscheiden, ob die Spindeln desynchronisiert und gestoppt werden sollen oder ob sie immer noch im synchronisierten Zustand verbleiben sollen. Dies können Sie zum Beispiel dann nutzen, wenn das Bauteil weiter zwischen den beiden Spindeln bearbeitet werden soll. Die Standardeinstellung dieses Parameters ist Ja. Das bedeutet, dass am Ende des Transferdatensatzes die beiden Spindeln gestoppt und desynchronisiert werden. Hierfür brauchen Sie keinen weiteren Datensatz zu schreiben und Sie können sofort die zweite Seite des Bauteils programmieren. Wenn Sie diesen Parameter auf Nein einstellen, verbleiben die Spindeln synchronisiert und Sie können nach der W-Positionierung, also dem Rausziehen des Bauteils und dem erneuten Schließen des Hauptspindelfutters, weiter an Ihrem Bauteil arbeiten. Über den Softkey F2 Satz vor und den Softkey F2 drehen können Sie dann zum Beispiel ein neues Profil oder einen Abstechdatensatz programmieren. Nach diesem Datensatz muss dann manuell die Spindelsynchronisation gelöscht werden, ähnlich wie wir es Ihnen in der Stufe 1 bereits erklärt haben. Auch hier haben wir für Sie wieder ein neues Programmierbeispiel vorbereitet. In unserem Programm wird zunächst der Revolver auf die Werkzeugwechselposition positioniert und anschließend eine Plan- und eine Längsrundbewegung zunächst geschrubbt und anschließend geschlichtet. Im Anschluss erfolgt der Transferdatensatz, der das Bauteil von der Haupt- in die Gegenspindel übergibt.
Der Datensatz Werkstück einrichten ändern verändert dann unseren Nullpunkt, sodass in den nächsten Datensätzen die neuen Bauteilkonturen programmiert werden können. Das war unser Tutorial zum Thema Transferdatensatz. Ich hoffe, wir können Ihnen die Programmierung dieses Prozesses damit etwas erleichtern. Haben Sie vielleicht schon Erfahrungen mit der Übergabe von Bauteilen von Haupt auf Gegenspindel gemacht? Dann lassen Sie uns diese doch gerne als Kommentar unter diesem Video da. Liken und teilen Sie dieses Video auch gerne. Und abonnieren Sie auf jeden Fall auch unseren YouTube-Channel, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Auch heute möchte ich mich dann wieder verabschieden und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus der AWT.